was remembering a story that during the time that I was doing that yoga in India, I had been many months up in the mountains doing 4 or 5 hours of pranayama or breath work and hatha yoga each day along with meditation. Als ich dieses Hatha Yoga betrieb, das war eine Zeit, wo ich oben in den Bergen weilte und wo ich einige Tage über 5 Stunden lang Pranayama, also Atemdinge machte und wo ich die ganze Zeit also mit diesen Dingen beschäftigt war. And the diet in that temple in the wintertime was just very simple. It was primarily lentil or dal and rice. Und die Nahrungsaufnahme dort in diesem Tempel zur Winterzeit war sehr einfach gehalten. Es gab hauptsächlich Linsengerichte und eine Art von Teichgebäck und Reis. There came a time where I had to go to New Delhi, which was about 8 hours away, in order to extend my visa. Und es kam der Zeitpunkt, als ich nach Neu-Delhi musste, was ungefähr 8 Stunden weg war, um mein Visum verlängert zu kriegen. When I came to Delhi, I was wearing my yogi clothes. Als ich in Neu-Delhi ankam, trug ich meine Yogi-Kleidung. Which was a burlap bag, basically. Das war einfach wie eine Art Sack aus Sackmaterial. And I had a long beard and long hair. Ich hatte einen langen Bart und lange Haare. And many beads. Und viele Perlen. And I had been doing so much breath work that there was a very bright light coming out of my head. Ich hatte so viel Atemübung betrieben, dass ein ganz helles Licht vorne aus meinem Kopf strahlte. As I walked around Connaught Circus in New Delhi, I realized that I needed some stationery. Und als ich am Connaught Circus in New Delhi herumwanderte, bemerkte ich, dass ich Briefpapier brauchte. I went in and to a stationery and asked for the stationery. Ich ging in ein entsprechendes Geschäft und fragte nach Briefpapier. He gave it to me, and when I went to pay him, he got very upset. Gab es mir, und als ich ihn bezahlen wollte, er sehr ärgerlich. He said, I could not take money from a great yogi like you. Sagte, ich kann doch kein Geld von einem großen Yogi wie dir annehmen. And he touched my feet. Und berührte meine Füße. I was barefoot. Ich war barfuß. I left the store feeling filled with my own holiness. Ich verließ das Geschäft mit einem Gefühl, angefüllt zu sein von meiner eigenen Heiligkeit. And went to a vegetarian restaurant to take a meal before going back up to the mountain. Ging zu einem vegetarischen Restaurant, eine Mahlzeit zu mir zu nehmen, bevor ich wieder den Berg hinaufging. I ordered vegetarian food, and I was aware that people were watching me eat. Ich bestellte vegetarisches Essen und war mir bewusst, dass die anderen Leute zusahen, wie ich aß. Partly because I was a Westerner dressed in those clothes. Teils, weil ich ein Mann aus dem Westen war, der sich so kleidete. And partly because of the light coming out of my head. Und teils, weil das Licht eben aus meinem Kopf kam. So I made sure I prayed very publicly. Und darum ging ich sicher, dass ich ganz öffentlich betete. Because I was both holy and somewhat of a showman. Denn ich war sowohl heilig als auch ein bisschen von einem Showman. I then ate the vegetarian meal. Dann aß ich mein vegetarisches Mahl. And then the waiter brought me some sherbet with 2 biscuits. Und dann brachte mir anschließend der Kellner ein Sherbet mit 2 Keksen drauf. I knew those biscuits were not yogic food. Und ich wusste, dass diese Kekse kein yogisches Essen waren. And I knew everybody in the restaurant knew that too. Und ich wusste auch, dass jeder andere im Restaurant das genauso gut wusste. But I wanted those biscuits. So very subtly, I was sitting with a wall on one side of me. Und so ganz subtil, und ich hatte eine Wand an der Seite von mir. Very subtly, I pushed the dish of ice cream away to the side. Und darum ganz sanft und subtil drückte ich meine Eiscreme auf eine Seite rüber. While looking holy off in the distance. Während ich aus der Entfernung heilig lächelte. I then reached down and took the biscuits. Und dann griff ich und nahm die Kekse. And very surreptitiously stuck them into my mouth. Und so ganz nebenbei stopfte ich sie mir in den Mund. Then I left the restaurant and went to the bus for the 8-hour bus journey back up into the mountains. Und dann verließ ich das Restaurant und ging zur Bushaltestelle für die 8 Stunden Busfahrt die Berge hinauf. The next morning, when I went to
temple, my guru had arrived for a visit. Am nächsten Morgen, als ich zum Tempel kam, war mein Guru schon zu einem Besuch angekommen. I walked in and kneeled down before him, Ich ging rein und kniete vor ihm nieder. and he grabbed me by the beard, Und er ergriff mich beim Bart, pulled my head up and asked, hob meinen Kopf hoch und fragte, "How did you like the biscuits?" wie haben dir denn die Kekse geschmeckt? I realized at that point there was nowhere to hide. Und ich erkannte zu dem Zeitpunkt, dass es keine Möglichkeit des Versteckens gab. It changes one's life when one realizes there's no privacy in which one can enjoy chocolate mousse. Und es ändert das Leben von jedem, wenn man erkennt, dass es keine Privatsphäre gibt, um eine Schokoladenmousse zu genießen. God and Guru see everything, Gott und der Guru sehen eben alles. what to do. Also was soll man tun? There is one more story that goes with that. Es gibt eine weitere Geschichte hierzu. At one time, I had a Volkswagen bus, Zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich einen Volkswagen-Bus. and we went away from the temple to visit some other ashram. Und wir verließen den Tempel, um einige andere Ashrams zu besuchen. On the way back, there were maybe 12 or 15 people in the Volkswagen. Und auf dem Rückweg, und wir hatten ca. 12 oder 15 Mann in diesem Volkswagen-Bus. And the Volkswagen was only running on 3 cylinders. Und er lief sowieso nur mit 3 Zylindern. And we came to a hill, and the Volkswagen would not go up the hill. Und wir kamen an einen Hügel und der Volkswagen ging diesen Hügel nicht hoch. So I said, would everybody get out and push? Und so sagte ich, würde jeder bitte raussteigen und schieben. Everybody piled out except for 2 women who were talking. Und jeder stich aus, bis auf 2 Frauen geredet. They ignored me. Die ignorierten mich. So we pushed the bus up the hill with the 2 women talking inside. Darum schoben wir den Bus den Hügel hinauf, samt diesen 2 Frauen, die redend sitzen da drin waren. Inside of me, I was quite angry, Und in mir drin war ich ziemlich wütend. feeling that they should have gotten out and pushed. Dachte, die hätten aussteigen und schieben sollen. But I'm a gentleman, so I would not say that. Aber ich bin ein Gentleman, darum sagte ich das nicht. We then drove back to my Guru's temple. Und dann fuhren wir zurück zum Tempel meines Gurus. As we walked to the temple, my Guru was screaming, Und als wir den Tempel betraten, schrie mein Guru. "Ramdas is angry, Ramdas is angry." Ramdas ist wütend, Ramdas ist wütend. Everybody said, "No, he's been very nice today." Und alle sagten, nein, heute war es sehr nett. He said, "No, he's angry because the women wouldn't get out and push." Und er sagte, nein, er ist wütend, weil die Frauen nicht ausgestiegen sind, um